Die Blätter fallen und die Sonne zieht tiefer ihre Bahn. Das bedeutet, dass sich bald viele Motorräder nach einer hoffentlich traumhaften Saison in den Winterschlaf verabschieden müssen. Mein Motorrad ist ganzjährig angemeldet und zieht sich erfahrungsgemäß erst zwischen Januar und März für ein paar Wochen aus dem Straßenverkehr zurück. Aber da das Thema für viele da draußen aktuell sein dürfte, zeige ich euch einmal meine Routine, um das Motorrad einzuwintern. Am Ende des Videos gibt es dann noch einmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für das Einwintern eures Motorrads. Auf meiner Abschlussrunde steuere ich eine SB-Waschstation an, denn eine Grundreinigung gehört für mich zum Einwintern dazu. Den groben Verschmutzungen rückt man am besten mit dem dezenten Einsatz eines Hochdruckreinigers zu Leibe. Achtet dabei darauf, nicht mit dem Hochdruckreiniger auf Lager, elektrische Anschlüsse oder Komponenten zu kommen. Als letzte Tankfüllung vor dem Winterschlaf fülle ich mit Super Plus auf. Das ist zwar nicht elementar, aber in jedem Fall solltet ihr auf einen möglichst geringeren Ethanolanteil achten. Solltet ihr also sonst Super E10 tanken, ist für den Winterschlaf Super E5 die sicherere Wahl. Der Treibstoff bleibt so länger stabil, zieht weniger Feuchtigkeit und greift Dichtung und so weiter weniger an. Wenn ihr einen Kunststofftank habt, könnt ihr den auch komplett entleeren. Falls euer Motorrad einen Vergaser hat, entleert sicherheitshalber gerne auch die Schwimmerkammer. Zum Schluss fülle ich noch ein Additiv in den Tank, damit die Spritmischung möglichst lange stabil bleibt. Wenn man den Hersteller der Additive glauben mag, so reinigen sie auch das komplette Kraftstoffsystem bis hin zur Verbrennung. Das Motorrad ist noch warm und jetzt der perfekte Zeitpunkt, um alle Verschmutzung mit einem Ölwechsel aus dem Motorrad zu holen. Ein Ölwechsel ist nicht schwer und mit der passenden Literatur ist er auch für Laien gut zu erledigen. Altes Öl raus, alter Filter ab, neuer Filter, neue Abschlussschraube, Dichtung dran, frisches Öl einfüllen. Danach geht das Putzen bei mir erst richtig los. Ich nutze die Zwangsfahrpause gerne für eine gründliche Reinigung des Motorrads. Wie weit man es dabei treiben möchte, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Fakt ist aber, dass Schmutz auch Feuchtigkeit am Motorrad hält und Korrosion befördert. Wer sein Motorrad auch in jedem Winkel putzt, erkennt auch eher, wo etwas defekt ist und nähere Hingabe bedarf. So eignet sich die Winterpause auch für einen Sicherheits- und Technikcheck. Müssen Brems- oder Kühlflüssigkeit wieder einmal erneuert werden? Sind Bremsen und Reifen noch in Ordnung? Stehen größere Wartungsarbeiten an, für die ich jetzt schon einen Termin machen oder Teile bestellen kann? Im Frühling möchte man fahren. Da hat man diese Punkte und optionale Umbauten besser schon alle erledigt. Nach dem Putzen noch schmieren, was zu schmieren ist, wie beispielsweise natürlich die Kette und andere bewegliche Elemente oder korrosionsanfällige Bauteile. Entweder die Reifen entlasten oder nochmal ordentlich aufpumpen, damit sie sich im Winter nicht platt stehen. Ich gehe nur leicht über den normalen Zielwert, dass sie bei mir nicht zu lange stehen wird. Aber bis zu 0,5 bar mehr sind laut ADAC angebracht. Da mein Motorrad in der Garage steht und die Temperaturen hier selten sehr tief fallen, lasse ich die Batterie eingebaut und schließe sie wochenweise mal an ein entsprechendes Ladegerät an. Abdecken tue ich das Motorrad in der Regel nicht, damit die Luft frei zirkulieren kann. Wer Bedarf hat, kann sich dann noch seinen Motorradklamotten und dem Helm-Innenfutter widmen, damit zur nächsten Saison wirklich alles glänzt und strahlt. Zusammenfassen kann man die Aufgaben fürs Einwintern mit den 5 S: Sauberkeit, Sprit, Schmierung, Strom und Sicherheit. Das Motorrad sollte zumindest so sauber sein, dass Korrosion und Verschleiß vorgebeugt wird. Den Tank bei einem Metalltank voll, gerne mit möglichst wenig Ethanolanteil und optional mit einem Additiv zur Stabilisierung. Bei einem Kunststofftank diesen gerne geleert, bei einem Vergaser die Schwimmerkammer gerne leeren. Mit einem Ölwechsel und einer frisch geschmierten Kette ist das Wellnessprogramm für die Maschine fast schon komplett. Die Batterie entweder in der Maschine laden oder ausbauen, trocken und kühl, aber frostfrei am Ladegerät überwintern. Zum Thema Sicherheit: kontrolliert gerne Reifen, Bremsen, Flüssigkeiten und Beleuchtung sowie den Wartungszustand allgemein, damit ihr bis zur neuen Saison alles herrichten oder ihr rechtzeitig eine Werkstatt beauftragen könnt. Das war mein Programm zum Motorrad einwintern. Kommentiert gerne, wie euer Programm aussieht und was ihr für Erfahrungen gesammelt habt. Kommt gut durch den Winter, bis bald, macht's gut.